Gut, also hallo und herzlich willkommen, alle, die jetzt dabei sind und alle, die das jetzt dann vielleicht nachher noch nachhören, nachschauen. Ihr seht bewusst jetzt keine Bilder von uns, weil wir das einfach ausgeschalten haben, damit wir einfach die PowerPoint dann auch weiter versenden können. Warum wir uns heute hier getroffen haben, ist, weil wir in Österreich seit einiger Zeit 3 Practitioner sind, die die Draper Sensory Methode, eine pferdegestützte Methode, beziehungsweise wir haben noch keinen besseren deutschen Namen dafür gefunden, nach Österreich gebracht haben. Wir haben das in Amerika gelernt und die Gründerin der Alpha-Methode, das, was ihr da jetzt auch, dieses Logo, das ihr da jetzt auch seht, ist die mehr.Die, kommt aus Dänemark und sie wird uns jetzt diese PowerPoint auf Englisch erklären und die Adelheid, die zweite Practitionerin aus der Steiermark, wird das Ganze ins Deutsche übersetzen. Und wenn ihr Fragen habt, möchte ich euch bitten, dass ihr die Fragen einfach dann am Ende stellt, wenn ich dann das Recording wieder stoppe. Ja, weil dann können wir noch einfach weiter Fragen stellen. Okay. Hanne, thank you. Yes, thank you so much. Thank you for arranging all this and thank you for the presentation. Yes, I'm Hanne Stigard and I'm, as Claudia said, from Denmark, and I'm the founder of Alpha Brain Balancing, the organization here in Europe, and we'll tell you a lot about who created the method that we are doing and all that during the PowerPoint. Okay, also das ist Hanne Stigard, sie ist für Europa, eigentlich weltweit, eben die Koordinatorin für die Alpha Brain Balancing Methode, und in weiterer Folge werden wir dann hören, wer es genau gegründet oder wer es erfunden hat eigentlich, und ja. Okay, you can continue in English now. Yes, we'll tell you about the Alpha organization, and we'll tell you about the method that we're using. Also wir erzählen euch jetzt über die Alpha Organisation und wer es gegründet hat und worum es überhaupt geht. Yeah, and we'll tell you about how this works and what it can be used for. Also wir werden euch auch erzählen, wie es genau funktioniert und wie man es oder wofür man es verwenden kann. So in Alpha we work with the Draper Sensory Methode. Mit Alpha arbeiten mit der Draper Sensory Methode. And it's a method that can help people who struggle from mental or neurological disorders. Und diese Methode hilft den Personen, die mit mentalen oder neurologischen Herausforderungen zu kämpfen haben. And this method is a result of many, many years, like actually 29 years of research and study of neurophysiology. Diese Methode basiert eben auf jahrelangen Studien eigentlich von Neurophysiologie. Also der Terry Draper, der Founder, hat das ungefähr vor 29, 30 Jahren in Amerika eben erfunden. And what he found out was, he found exactly what happens in the brain when you're traumatized or stressed, and he found out how to reverse that process. Also er hat herausgefunden, was im Gehirn und im Körper eigentlich passiert, wenn man eben sehr hohes Stresslevel oder gestresst ist und traumatisiert ist, und wie man diesen Prozess oder diesen Zustand reversieren kann. Let's take the next slide. Yes, so mental and neurological disorders can be a lot of different things, and as you see on this slide, it can be all of the mentioned there: PTSD, ADHD, bipolar, anxiety, depression, and so on. Also mentale Herausforderungen oder Beschwerden können ja sehr vielschichtig sein. Hier sind aber aufgelistet, dass es zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen, ADHS, Zwangsneurosen, bipolare Zwangsstörungen, Angst, Depression, Autismus, Stress im Sinn von einem Burnout oder Erschöpfung, Schädel-Hirn-Traumata und deren Folgen,
aber auch Lernschwierigkeiten. Yes, so it's a lot of different things. And up until 2017, only Terry Draper in America could do this method. But in 2017, we started educating practitioners. Also bis ins Jahr 2017 hat eigentlich nur der Terry Draper, der Gründer der Methode, das angewandt, und zwar in einem mittelgroßen Ort, sage ich jetzt mal, in Colorado in Amerika. Und erst ab dann, also ab 2017, hat die Hanne eben, ist dort eingestiegen und haben sie begonnen, eben Practitioner auszubilden. Yes, and since then we have educated 20 practitioners that are, I think 15 of them are here in Europe, Okay, and 3 in Austria. Ja, seit dieser Zeit sind ungefähr 20 Practitioner ausgebildet worden und 15 sind allein in Europa. 3 sind wir jetzt in Österreich. Let's take the next slide. Okay. Yes, as you can see here, everybody that we have just mentioned, all the different diagnoses, they all have 2 things in common. They have a high stress level and they have a chemical imbalance in the brain. All diese Erkrankungen eigentlich, die wir da vorher genannt haben, haben 2 Dinge gemein. Und zwar ist es ein sehr hohes Stresslevel und chemische Imbalance. And what we see with, sorry. Yeah, and what we see when we have the high stress level is that the brain is not fully functioning. You cannot access the frontal lobes, for instance, and the flow in the brain is not functioning very well. Also was man gesehen hat dabei ist, oder was so hohe Stresslevel bewirken, ist, dass man diese präfrontalen Kortex, also wo man rationelle Entscheidungen trifft und rational denken kann, dass dieser Teil quasi, dass der Informationsfluss dorthin entweder blockiert ist, komplett blockiert ist oder eben sehr eingeschränkt ist. Yeah, so it's really, really hard to work or to help a brain and start repairing a brain where there's a high stress level. That does not work. Und was man auch herausgefunden hat, ist, dass es eigentlich kaum möglich ist, da was zu verändern, wenn das Stresslevel im Körper, und das sind im Endeffekt sehr hohe Cholesterol, Cortisolspiegel, dann kann man mit verschiedenen Therapien zwar beginnen, aber irgendwie kommt das quasi nicht an. And also the chemical imbalance, what we see there is often a lack of the feel-good hormones like dopamine, serotonin, GABA, oxytocin and acetylcholine. Was man auch gesehen hat, ist, dass durch diese hohen Cortisolspiegel die Wohlfühlhormone, die Glückshormone zurückgedrängt werden und es eigentlich sag jetzt mal, fast einen Mangel oder verminderte Spiegel von Dopamin, Serotonin, GABA, Oxytocin und Acetylcholin gibt. And when people are lacking those hormones, we are all completely controlled by the brain, and when people lack those hormones, it's really, really difficult to be happy and sleep well at night and thrive and be safe and trust. Also wenn diese Wohlfühlhormone fehlen, wir funktionieren ja logischerweise, das Gehirn ist ja unser Schaltzentrale oder quasi Zentrale, und was da fehlt ist, und wenn diese Wohlfühlhormone nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, dann wirkt sich das so aus, dass man schlecht schlafen kann, die Merkfähigkeit beeinträchtigt ist und ja. And those 2 things together, the high stress level and the chemical imbalance, that gives a lot of different diagnoses, a lot of different difficulties. Und die Kombination hohes Stresslevel und wenige Wohlfühlhormone ergibt halt verschiedene Symptome. So let's do the next slide. Because now we get to the interesting part, that
what we do in Alpha, we actually address those two things. We neutralize the stress and we balance the chemistry in the brain. Also jetzt kommen wir zum interessanten Teil, so was die Alpha-Methode eben tut. Und das sind zwei Dinge. Also man neutralisiert einmal den Stress und man balanciert die Biochemie oder die Chemie im Gehirn und im Körper überhaupt. Yeah, so when we do a session, when we neutralize the stress, bring the stress level down, then we allow the brain to reopen the closed neural pathways. Also bei einer Alpha-Sitzung, wird immer zuerst der Stress eben neutralisiert. Und was da passiert im Gehirn ist, dass es quasi die blockierten oder eingeschränkten neuralen Pfade wieder öffnet. And also, what we also see, or what we're working on during the session, is to make the brain start producing the feel-good hormones. Und was dann während dieses Vorgangs auch passiert, ist, dass eben die Wohlfühlhormone wieder gebildet werden. So, during the session, the brains will start producing GABA and dopamine and the others, and people can then relax and be happy, and the brain can start repairing. Also während dieser Session oder dem Neutralisieren werden eben wieder diese Wohlfühlhormone gebildet und man spürt es eigentlich so, dass man sie sehr geerdet fühlt, ruhig fühlt, man kann wieder schlafen, entspannen. Yeah, so let's do the next slide. Darf ich vorher noch ganz kurz ein Bild dazu einwerfen? Was ich ganz gerne immer erkläre, ist das mit dem vollen Wasserglas. Ja? Dass wenn das Wasserglas voll ist mit Stresshormonen, dann kann nichts anderes rein. Und wenn wir das dann jetzt neutralisieren und die Stresshormone dann quasi nur mehr, also das Glas nur mehr halb voll ist, dann haben wir die Möglichkeit, eben die Wohlfühlhormone aufzubauen, um dann eben wieder lernen zu können, uns erinnern zu können, entspannen zu können und glücklich zu sein. Yes, true. That is ganz genau. Yes, so let's have a look at this picture first, where you can see when you start in the top left corner, it often starts with a traumatic incident of some kind, a stress situation, or even an ear infection can actually make the brain go out of balance. Wenn man sich diese Abbildung da anschaut, also wir fangen im linken oberen Eck quasi an, die Ursache oder der Auslöser ist meist entweder ein Trauma, jegliche Art von Stress oder auch eine Ohrinfektion oder Ohrentzündung. Und diese Dinge können dann das Gehirn im Prinzip aus der Balance bringen. Yeah, and those things create both things. They create the high stress level and they create the imbalance in the brain. Und was dann passiert ist, genau die zwei Dinge, die wir vorher gesagt haben. Es kreiert dann sehr hohe Stresslevel und diese chemische Imbalance im Körper. Oder im Gehirn auch. Yeah, and what happens the next step in this whole slide is that the cortisol level goes up because of the stress, right? And the vestibular system, which is actually the system that controls the production of chemistry in the brain, that becomes faulty. Und was im nächsten Schritt dann auch, was man gesehen hat oder was man weiß, ist, dass durch diese hohen Cortisolspiegel wird dann auch das Gleichgewichtssystem in Mitleidenschaft, sage ich jetzt einmal, gezogen und funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. And when we go to the next step of it, when we can see that the neurochemicals get out of balance, that means that we start getting low on all the feel-good hormones that makes us thriving and happy. And the other thing that happens is that the neural pathways, especially to the front of the brain, closes. Und was im nächsten Schritt gezeigt wird, ist, dass in weiterer Folge dann die Neurochemikalien im Körper außer Balance geraten
Und wie vorher schon erwähnt, diese Neuropfade, neurologischen Pfade zum präfrontalen Kortex eben blockiert sind. And then the next step, there we start having the trouble. We start having all kinds of different symptoms. We start seeing unhappiness, mood swings, and anxiety, and having trouble being happy and sleeping and concentrating, focusing, remembering. All those different things might show up in that next step when the symptoms start occurring. Okay, und was dann in weiterer Folge eben dann auch für jeden dann sichtbar ist, sind die Symptome, die dann auftreten, wie Angst oder Probleme beim Schlafen, gewisses Unwohlsein oder nicht mehr glücklich zu sein, nicht mehr zu vertrauen, den Fokus zu verlieren und da sich schlechtes Erinnerungsvermögen zu haben. Ja. Then at the end, that's where we have all the diagnoses. That's where we get the labels on all these symptoms, where you can be diagnosed with anxiety or depression or ADHD or autism or whatever it is, different diagnoses. Und dann im letzten Schritt hat man eben quasi dann die Diagnose der verschiedenen Erkrankungen wie eben PTSD oder Angststörungen, Depressionen und dergleichen. And as you can see at the drawing here, at the picture here, this is where we normally intervene. That's where the pharmaceuticals, the pills and their whatever, the doctors and the talk therapy and all of that focuses down there at the symptoms and at the diagnosis. And alpha intervenes where it actually starts, where the root of the problem is. Okay, und da unten, also in der zweiten Reihe sozusagen in dieser Abbildung, wo dann die Symptome und Diagnose stattfindet, das ist genau dort, wo die üblichen Therapien ansetzen, sei es medikamentös oder eben mit Gesprächstherapie, Psychotherapie, wohingegen Alpha schon oben ansetzt, sozusagen im zweiten Schritt und das Problem quasi bei der Wurzel packt und nicht erst bei den Symptomen anfängt. Yes, so we see what our experience is that this method has some really quick positive changes. Was man wirklich gesehen hat in den zahlreichen Anwendungen schon, ist, dass es sehr schnelle positive Veränderungen gibt. And that is, it's not that it's all fixed very quickly, but we see the positive change very quickly. Das heißt jetzt nicht, dass man sofort quasi irgendwie diese ganzen Probleme loskriegt, aber was man sieht, ist, dass es sehr schnell positive Veränderungen gibt. And the second one, that is what their picture shows, that we goes to the root of the issue, not just to the symptoms. Wie schon vorher erwähnt, das startet im Alpha oder geht Alpha, beginnt bei der Wurzel des Problems und nicht erst bei den Symptomen und der Diagnose. Which probably meiner Meinung nach is why it works so well. Und Hannes Meinung nach oder unserer Meinung nach ist genau der Grund, warum das eigentlich so gut funktioniert. And the third one that we've mentioned here is that the advantage of this method is that it bypasses choice. And with that, we mean that you don't have to believe in it for it to work, because it's a physical impact on the brain. What we do has a physical impact on the brain, and we create a certain frequency in the brain that is part of the method. Und was der dritte Punkt hier ist, dass man nicht daran glauben muss, sozusagen, dass es funktioniert, weil es ist es hat eine physische Auswirkung aufs Gehirn, weil wir durch die Methode eine gewisse Frequenz gewisse Frequenz, jetzt wird mir das Wort, entsteht und es so zu einer Änderung im Gehirn kommt. Cool. Let's do the next slide. So what this method is built from
the principles of neurophysiology, that means all the years of studying the brain and the chemistry in the brain. Die Alpha-Methode hat sich entwickelt aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen von der Neurophysiologie, wie schon vorher erwähnt. Das ist quasi die Funktionsweise des menschlichen Nervensystems und das Zusammenspiel zwischen Gehirn, Rückenmark und Wirbelsäule und was es eben bewirkt. And the second ingredient is kinesiology. And we use that a lot during the sessions, where kinesiology is the study of the body and their brain and how they go together, how certain movements in the body has a specific effect in the brain. Der zweite Erkenntnis quasi, die da auch mit hineinspielt, ist die Kinesiologie. Das ist quasi die Bewegungslehre oder das Zusammenspiel zwischen Körper, Bewegung und wie sich die auf das Gehirn, wie die das Gehirn beeinflussen. And also the other way around, that we can, the practitioners of this method will be able to look at a person's movement and can see where in the brain that the problem is, or where in which direction we're looking. Es funktioniert da sozusagen in die andere Richtung, denn wir als Practitioner sehen dann anhand der Bewegung des Körpers vom Klienten, wo quasi das Problem liegt oder worauf wir speziell Fokus legen sollen. And the third ingredient is the sensory integration. Which is the knowledge of the nervous system and the senses, all the sensory integration, and how that has an impact on the brain and the other way around as well. Und der dritte Punkt oder die dritte wissenschaftliche Erkenntnis sind die aus der sensorischen Integration. Und zwar ist es die Fähigkeit des Gehirns im Prinzip, die verschiedenen Sinnesinformationen in eine Wahrnehmung umzuwandeln und wie auch das Nervensystem zusammenspielt im Prinzip. Yes, and let's look at the brain. Yes, and here is a really good picture of a brain, and this is from we have done a lot of measuring with EEGs on the brain before and after a session, and this is a brain of an American veteran called Brad. Where we can see how it before the session is quite red and orange, and that's where the brain is heated and where it's in beta brain waves, where it's like a hamster in a hamster wheel, like running really fast. And after the session, you can see that most of the orange and red are actually gone, and the brain is now more relaxed and there's more quiet. Ja. Okay, also auf den 2 Abbildungen sieht man eben das Gehirn, und zwar in Amerika haben wir das so gemacht, dass wir EEG-Messungen vor der Session und nach der Session gemacht haben. Und auf dem linken Bild sieht man eben sehr viel rot und orange Areale. Das ist eben genau, sind diese Areale, die halt besonders quasi betroffen sind und wo eben der Stress sehr hoch ist. Und auf dem rechten Bild, das ist dann nach der Alpha-Session, sieht man eben, dass das ziemlich sich verändert hat und viel weniger geworden ist. Und der Unterschied von den beiden, oder was man mit der Methode auch macht, ist, man verändert die Frequenz der Gehirnwellen. Also am ersten Bild wäre man quasi in der Beta-Phase. Das ist, wenn man in diesem Überlebensmodus ist, das Gefühl hat, in einem Hamsterrad, immer im Hamsterrad zu laufen. Und am zweiten Bild sieht man quasi, wie es in der Alpha-Gehirnwellen-Frequenzbereich ist, wo man sich entspannter, ruhiger, geerdeter fühlt. Yeah, and this is where when we look at the last picture of the brain, that's where when the brain is in alpha brainwave, like the picture on the right, that's where the neural pathways to the frontal cortex will reopen. That's when we can start working with the brain and actually make a difference.
Am zweiten Bild sieht man eben genau, wie schon vorher erwähnt, dass das in dem Alpha-Frequenzbereich dann ist, wo dann die sozusagen die Informationswege zum präfrontalen Kortex wieder geöffnet sind, wo man dann im Prinzip ansetzen kann, auch mit anderen Therapien zu arbeiten. And that's actually the difference. That's where we are so different, because that is the key, the cornerstone of why this works so well. That is because we are able to neutralize the stress, because then changes and repair in the brain is possible. Und das macht eben diese Methode, also die Alpha-Methode, so speziell. Da hebt sie eben von allen anderen ab, weil eben weil wir in kurzer Zeit quasi das Gehirn neutralisieren können und den Stress runterfahren können, sodass sich das Gehirn im Endeffekt wieder selbst auch regenerieren kann. Let's then take the next one. Yes. So what is it that we're doing at all? And what we are doing is a number of specific, very specific movements that is conducted on a horseback while the horse is moving. Okay, so was machen wir nun wirklich? Bei der Draper Sensory Methode ist so, das ist eigentlich eine Anzahl von ganz speziellen Bewegungen, die am Pferd durchgeführt werden, während sich das Pferd bewegt. And it has nothing to do with riding therapy or horse therapy, because what the cornerstone is actually a very specific movement that only about 2% of the horses can do. Diese Methode hat im Prinzip nichts zu tun mit in irgendeiner Form mit Reiten oder Reittherapie. Das Spezielle dabei ist, dass eben das Pferd eine bestimmte Bewegung ausführen muss, um eine bestimmte Frequenz zu erzeugen. Und das Besondere daran ist auch, dass nur sehr wenige Pferde das können. Also nur ungefähr 2% der Pferde können überhaupt dieses spezifische Movement oder diese spezifische Bewegung oder haben diese spezifische Bewegung. Wie wir brauchen, genau. Sorry. And it is that movement that is required to neutralize the stress. Und wir brauchen genau eben diese bestimmte Frequenz, um den Stress zu neutralisieren zu können. Yeah, it's the specific movement that we need to neutralize the stress, yeah. Mhm. I think you said frequency. That's not okay. Also es ist die Bewegung, es ist eine bestimmte Bewegung, die die Frequenz dann erzeugt, die wir brauchen, um Personen zu neutralisieren und den Stress zu if a horse, either the horse can do it or not. They can't, if they don't naturally have that movement, they can't learn it. Und interessant zu wissen ist auch, dass das Pferd muss diese Bewegung schon von Natur aus haben. Also man kann es nicht lernen. Also es muss die Bewegung schon quasi haben. And all the other drills that we're doing are actually drills that are known at the hospitals, or the neuroscientists know that all the crossing the midline exercises that creates or recreates neural pathways and has different impacts on the brain. Und die weiteren Übungen quasi, die wir am Pferd machen, oder Drills, die wir dann am Pferd machen, sind eigentlich so Überkreuzbewegungen, die auch Neurologen oder andere Therapien verwenden, um eben damit das Gehirn quasi neue neurologische Bahnen, sagt man das so, ausbilden kann und das Gehirn sie wieder regenerieren kann. Yeah, so unless there is anything that you two practitioners there wants to add, then we just have a lot of different, we have some different examples of clients that we had. The first one is my daughter. Wir haben jetzt aber praktische Beispiele, ein paar praktische Beispiele. Das erste ist die Tochter von der Hanne, auch hier im Bild. Yes.
And she has been really seriously ill for many years now with the neurological disorders, and she had no sense of time and structure, and she had problems with her balance, could not walk very far, and could only speak single words, and had separation anxiety. Also die Pernille war sehr, sehr krank für circa 17 Jahre. Und zwar hat sie so neurologische, neurologische Ausfallerscheinungen gehabt. Sie konnte zum Beispiel, sie hat kein Gefühl für Time oder irgendwie Strukturen gehabt, Probleme mit der Balance, sie konnte kaum 300 Meter gehen, hat nur in einzelnen Worten gesprochen und hatte große Trennungsangst. So the biggest problem for Pernille was actually there no sense of time and structure, because if you don't have that, you can't organize your day yourself. You're like a puppet in a string. Also das größte Problem für sie war eigentlich dieses kein Gefühl für Zeit und Struktur zu haben, weil man dadurch natürlich seinen Tag nicht in irgendeiner Weise organisieren konnte. Also sie konnte dann nicht sagen, also man muss ja alles sagen, und somit war sie eigentlich immer wie eine Marionette und abhängig von jemand anderem. Yeah, so, and she had actually very, very quick results. We had to say that. That's not what we always see, but she actually had results after 6 sessions that she had in 3 days. Sie hat wirklich sehr, sehr schnelle Ergebnisse gehabt, immer wirklich sichtbare Ergebnisse gehabt. Das ist nicht immer der Fall, und das sieht man, das geht nicht bei jedem so schnell. Aber sie hat im Prinzip 6 Einheiten gehabt in 3 Tagen. And those 3 days actually changed the whole picture, because in those 3 days her brain started repairing so much that she actually got the time and structure back right away. Und diese 3 Tage, da hat sie wirklich so massiv viel getan, dass ihr Gehirn schon begonnen hat, sich zu regenerieren, und sie plötzlich dann wirklich nach den 3 Tagen schon ein Gefühl für Zeit und Struktur hatte. And her separation anxiety all disappeared quite quickly. Und auch die Trennungsangst ist sehr schnell eigentlich weggegangen und weg gewesen. And then during the following half a year, she started communicating. It took a while for her brain to start repairing, but after about 5 months, she started to talk in full sentences. Und nach circa einem halben Jahr konnte sie schon wirklich sehr gut oder sehr viel besser sprechen. Also es hat so nach 5 Monaten begonnen, wo sie dann wirklich angefangen hat, in ganzen Sätzen zu sprechen. Also es hat sich immer sukzessive irgendwie so weiterentwickelt. So it's actually, it feels a lot like her brain has awakened again. It woke up and it repaired, because now she's also doing education, and that was not possible before. Es hat irgendwie so gewirkt, als ob ihr Gehirn aufgewacht wäre und sich durch diese Selbstheilung quasi oder Regeneration war es dann auch wieder möglich, in die Schule zu gehen und ihr Schule abzuschließen. Das war vorher überhaupt nicht möglich gewesen. Yeah, let's take the next one. Here comes Choi. He's a Chinese boy from Himalaya. Okay, das nächste Beispiel ist der Choi aus China, also aus dem Himalaya. And Choi was born 9 weeks before time, and he had huge problems. The parents came with him because he had autistic problems. He was autistic. Also der Joy war eine Frühgeburt, also er wurde 9 Wochen zu früh geboren und hatte wirklich massive Probleme, und die Eltern sind im Prinzip gekommen, weil er autistische Züge hatte. But he also had other problems. Aber er hatte auch andere Probleme. He had a sensibility disturbance, so he could not be touched at all. He would scream when you touched him. Also er hatte so eine Sensibilitätsstörung, er wollte überhaupt nicht berührt werden. Also sobald man ihn berührt hat, hat er wirklich angefangen zu schreien. And he couldn't hold his body up, so he was strapped in a wheelchair. Er konnte seinen Körper nicht von selbst, also quasi gerade halten, er war in einen Rollstuhl
quasi so hineingeschnallt. And he was spastic in the right side, so his right arm and the right leg was spastic. Auf der rechten Seite hat er so spastische Züge gehabt, also quasi nur rechter Arm und rechtes Bein. And he just couldn't sleep at night either. So he was always like screaming or unease. Und er hatte sehr starke Schlafprobleme und wenn er eben nicht schlafen konnte, dann immer geschrien und hat eigentlich ziemlich schwere Zeit gehabt. So if you look at the pictures, the two first pictures, you can see that he can't hold his body up. We actually literally had to run next to the horse and hold his body for him. Auf den ersten oberen beiden Bildern sieht man, dass er seinen Körper von selbst gar nicht halten konnte. Also da ist immer jemand mitgelaufen, neben dem Pferd und hat ihn quasi in einer senkrechten Position gehalten. And he couldn't move his arms and legs. He didn't have control over his body, so we would move his arms and his legs for him. Okay, und er konnte von selber seine Arme und Beine nicht bewegen. Also es musste immer jemand für ihn quasi die Beine und Arme bewegen und ihn in andere Positionen bringen. And as you can see at the third picture down there, he's sitting upright, holding his body. Und am dritten Bild unten sieht man dann, wie er von alleine sitzt und seinen Körper schon alleine quasi in einer sitzenden Position halten kann. And his control over his body so that he could hold his body upright actually came already after the session number 4. Und im Prinzip nach der vierten Einheit war es ihm möglich, dann ein bisschen Kontrolle über seinen Körper zu bekommen und zwar so weit, dass er seinen Oberkörper aufrecht halten konnte und sitzen konnte. And what's interesting with that third picture also is that you can see that he's giving a high five with his right arm. Und was man auch sieht, ist, er kann mit seinem rechten, oder er gibt mit seinem rechten Arm so High Five. And the right arm is the spastic arm. It was not possible for Choi to take his right arm out before the sessions at all. It was just sitting in there. Okay, und wie man sieht, das ist eben mit dem rechten Arm und den rechten Arm, das war jener, der eben spastisch war und konnte eigentlich seinen Arm überhaupt nicht wirklich bewegen. Aber wie man sieht, kann er ihn da schon heben und eben High Five geben. And as you can see at the last picture down there, that's me sitting with him, and he's just holding me and touching, and he wanted me to touch him, and that was not, he could not be touched before the session, so his sensibility disturbance disappeared, so he really liked the touch all of a sudden. Und am letzten Bild unten sieht man, wie er eben die Hanne hält, wie er so ihr Gesicht hält. Und das war vorher überhaupt nicht möglich. Also er wollte nicht berührt werden. Und jetzt, nach einigen Einheiten, hat er selbst eben Leute berührt und ließ sich auch berühren. So he did come out of that autistic bubble, started to seeing his surroundings. Und er hat auch sich aus diesem autistischen Raum hinaus bewegt und konnte auch die Umgebung ein bisschen wahrnehmen. And he's less aggressive and more relaxed and peaceful, started saying words. Er war, seine Aggression war fast weg, also er ist viel weniger aggressiv gewesen und mehr entspannter. Yeah. And that's actually, and there was a lot of other things about Choi, but that was actually in 10 sessions. He had 10 sessions during 2 weeks. Und er hat, also das ist alles quasi, das sind die Ergebnisse von 10 Einheiten, die er innerhalb von 2 Wochen bekommen hat. And he should have many more, but he hasn't had any more because it hasn't been possible. But we'll see. Er sollte einige mehr bekommen, um halt noch weiter Fortschritte zu machen, aber das war seitdem leider nicht mehr möglich. Let's look at the next one. Bradley Clark. He's a Vietnam veteran with PTSD. Der nächste Beispiel ist der Bradley Clark. Er ist Vietnam-Veteran und ein Arzt. Und wenn ihr euch erinnert, vorher haben wir die EEG-Bilder vom Gehirn gesehen und das waren seine EEG-Bilder.
Yes, that is true. It was his pictures, yes. Yeah. And he has had PTSD since the Vietnam War, and he left Vietnam when he was 19 years old, and he's 72 at that picture there. Also er hatte diese posttraumatische Belastungsstörung seit dem Vietnamkrieg. Er ist zurückgekommen, als er 19 Jahre alt war und hatte seitdem diese posttraumatischen Belastungsstörungen, und auf dem Bild, auf dem man sieht, ist er 52 oder 57? 72. 62. 62 Jahre. 72. 70, 70, oh, 72, ja. Sorry, I made him younger. He would be happy about that. Sieht man ihm auch nicht an. Na, sieht man ihm nicht an, na. So for more than 50 years, he couldn't sleep more than 20 minutes at a time. Also für über 50 Jahre konnte er nicht mehr schlafen als 20 Minuten am Stück. And he had really severe headaches, and he had trouble with his relationships. He was aggressive and short-tempered, not really nice to be with. Er hatte eben sehr starke Kopfschmerzen, Beziehungsprobleme, weil er eben relativ aggressiv dann war und ja. Yeah. So and as you said, Adelheid, he's a medical doctor, and he had done everything possible within the system, all the talk therapy and all the medication, all the different things. He's tried it all. Und als Arzt hat er natürlich den kompletten medizinischen Weg ausgeschöpft. Also er hat wirklich alles versucht, was nur irgendwie möglich gewesen ist, von Gesprächstherapie über alles andere, aber es hat ihm irgendwie leider nicht weitergeholfen. And he had given up a little bit on finding something that would actually help him. Er hat ein bisschen quasi aufgegeben, irgendwas zu finden, das ihm Erleichterung und Hilfe bringen kann. But this actually did help him. He very quickly started to sleep at night. That was his first gain from the sessions, yeah. Und er hat es dann, also die Alpha-Methode probiert, und das Erste, was er bemerkt hat, war, dass er viel besser schlafen kann, also dass er überhaupt schlafen kann. Yeah, and that he also started having less headache and started actually relaxing. Und dass er viel weniger Kopfschmerzen hatte und sich überhaupt entspannen konnte. And when he started to relax, he also started to be easier to be with. He started not being so aggressive and tempered. Und als er dann halt auch besser schlafen konnte und sich mehr entspannen konnte, war er dann natürlich nicht mehr so aggressiv und so jähzornig quasi. Und immer im Umgang. Yeah, the funny thing about Brad was that he also had dyslexia. Interessant ist auch, dass er Legasthenie hatte. And we had no idea about that, and he had never thought about that there were anything to do with that. But he surprised us because all of a sudden he started being able to spell and write again. Und er hat eigentlich vorher nie was darüber erzählt, dass er Legastheniker ist, aber hat er erst nachher erzählt, wie es sich gebessert hat, dass er wirklich buchstabieren und alles konnte. And he was actually surprised himself. He came one day and was very high in mood and was like, I can spell astronaut. And we just looked at him and like, yeah, I can do that too. What's the deal? Also er ist eines Tages gekommen und war ganz aufgeregt und hat gesagt, er kann jetzt endlich Astronaut buchstabieren, aber irgendwie haben ihn alle angeschaut und gesagt, ja, das ist jetzt so nichts Besonderes, das können wir auch. But for him it was huge because he wasn't able to spell difficult words before. Yeah, so let's move on to Freya so that we get the last. Oh, Birdie. Oh, Birdie's first. Okay, Birdie. Birdie has been there for a very long time. She's very autistic and is also born premature. Birdie, die macht schon relativ lange eben die Alpha-Methode. Sie war auch eine Frühgeburt und sehr, sehr autistisch. I think she has been coming at the ranch, having a session
2 sessions a month, something like that, for about 5 or 6 years now. Okay, sie kommt ungefähr zweimal die Woche. Two a month, you said? 2 per month. Aha, Every zweimal im fortnight, Monat yeah. für ungefähr 5 Jahre so herum. Yeah, but she has been through a huge change with it because she had no language skills at all. She couldn't communicate at all before. She was just screaming and kicking constantly. Also sie hat schon sehr große Fortschritte gemacht, weil zu Beginn war es wirklich so, sie konnte überhaupt nicht sprechen. Sie hat nur geschrien und um sich geschlagen. And couldn't walk at all alone either. Sie konnte überhaupt nicht alleine gehen. And now this is a long time, like 5 years, she's been coming there a couple of times a month, but now she can actually, she's walking at her own. Und jetzt nach dieser langen Zeit, die sie das dann schon macht, kann sie wirklich alleine gehen. And I've met her. Ich hab auch das Vergnügen gehabt, dass ich mit ihr eine Session mache und sie kann jetzt auch, sie spricht. Nicht ganz so verständlich, aber sie spricht. Sie hat einen eigenen Humor entwickelt. Sie schreit und schreien tut sie nicht, aber sie ein bisschen vielleicht noch, aber sie schlägt nicht mehr um sich. She's actually now also seeing the people that are around her, where she in the beginning didn't see anything. She was just aggressive and hitting. Now she sees people and she connects with people and she communicates with people. Was sie jetzt schon wirklich gut kann, ist, dass sie mit Leuten kommuniziert. Also sie schaut dann auch an und redet mit einem oder kommuniziert mit einem. Das konnte sie vorher überhaupt nicht. War sie nur aggressiv, hat um sich geschlagen und geschrien. Sie hat um sich überhaupt nichts wahrgenommen und das hat sich schon sehr stark verändert jetzt. Yeah, and she goes to school now, so it's a huge change, but still also a lot of sessions, but a huge change. Und sie geht jetzt auch zur Schule. Obwohl es schon natürlich eine sehr lange Zeit ist, die sie das Alpha Brain Balancing macht, hat es trotzdem schon sehr, sehr gute Fortschritte für sie gegeben und auch für die Familie natürlich. Cool. The next one. Oh, we have, okay. We don't have Fryer. Oh, that doesn't matter. We have a couple of, I will just mention very shortly, we have other examples of other like learning difficulties and also addictions that we have really good results with. Yeah, sorry. Wir haben einige oder viele Beispiele noch, auch insbesondere mit Lernschwäche oder Lernschwierigkeiten und mit Abhängigkeiten. And also actually chemo brain and other traumatic brain injuries where the brain has been injured in different ways, also from chemo. Und auch so Chemo-Brain, also nach Chemotherapien, wenn das Gehirn beeinträchtigt ist, aber auch von Schädel-Hirn-Traumen durch verschiedenste Begebenheiten quasi, also sei es Unfälle oder Verletzungen. Ja. So as you can see here, we have 3 different kind of clients that comes our way. Wie man anhand der Grafik sieht, gibt es 3 verschiedene Klientengruppen. We have neurological disorders. Wir haben neurologische Störungen oder Herausforderungen. And mental challenges and the last one is sport people or business people that are stressed, but the sport people come to do better. If they are at high level, they come to get their stress level down because they perform better in the competitions then. Die zweite Gruppe sind dann noch mentale Herausforderungen, wie schon vorher erwähnt, und aber auch Sport und Business, Leute aus Sport und Business, entweder Business meist aufgrund von Stress, aber auch im Sport, und das sind meist Spitzensportler, die natürlich auch einen sehr hohen Druck haben und somit ein sehr hohes Stresslevel haben und durch die Neutralisierung oder durch die Alpha-Methode dieses Stresslevel senken können und einen besseren Fokus entwickeln.
And so the whole point of it is that no matter what we're talking about, if it's anxiety, autism, or a sports person that wants to perform better, it's the same thing that we address with all of them. It's the high stress level and it's their chemical imbalance. Also allen drei Gruppen ist gemein eben, dass es eben die zwei Sachen sind, dieses hohe Stresslevel und die chemische Imbalance im Gehirn und Körper. And the sessions will always, it's not the same sessions for all the people, but we are addressing the same two things. And then we will individualize every session for the person that is there. And that depends on what the problem is. Also das ist nicht, die Sessions sind nicht für jeden gleich. Das Neutralisieren ja, aber die Übungen danach oder die Übungen eigentlich danach richten sie dann schon individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Person. Cool. And then we just have a couple of minutes for questions, if there are any questions. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Wir hätten jetzt sozusagen noch Zeit für Fragen. Ich würde gern vorher noch ganz gern von meinem Burschen berichten und bevor wir dann die Fragen stellen, stoppe ich das Recording. Perfekt. Und zwar habe ich jetzt im Moment einen Burschen, der die Diagnose ADHS bekommen hat, wo die Mama dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, sie weiß eigentlich, sie möchte nicht, dass ihr Sohn Ritalin bekommt und möchte das jetzt einfach mit dem Alpha ausprobieren. Er war extremst aggressiv, da hat die Mama auch gesagt, es war unmöglich, dass er irgendwie mit irgendjemandem länger Kontakt gehabt hätte, weil egal, ob das jetzt ein Erwachsener war, ob das ein Jugendlicher war, ein Kind war, keiner wollte länger mit ihm was zu tun haben, weil er einfach sofort impulsiv und aggressiv worden ist. Und wir haben jetzt mittlerweile 6 Sitzungen. Und die Mama hat mich vor kurzem angerufen und hat mir gesagt, sie muss mir das jetzt unbedingt erzählen. Sie war im Supermarkt und er hat sehr wohl noch auf sie einmal hingeschlagen, weil er was nicht bekommen hat. Und daraufhin hat ein Mann ihn angesprochen und hat eben gefragt, was er da jetzt mit seiner Mama tut. Und sie sagt, normalerweise würde er ausrasten, es ist ihm egal, ob das jetzt ein erwachsener Mann ist, ein Kind ist, was auch immer, würde aufs Ärgste beschimpfen. Und halt voll toben. Und sie hat gesagt, das Einzige, was er gemacht hat, ist, er war still, ist rausgegangen, hat sich draußen hingestellt, hat auf die Mama gewartet und hat sich nachher dann bei ihr entschuldigt. Und das ist nur eine Geschichte, die sie mir erzählt hat. Ich selbst habe auch erlebt eine Situation, da hat er mit mir einen Stall gemacht und danach ist sein Bruder gekommen und hat ihm wieder was schmutzig gemacht und da hat er einfach kurz ist er natürlich impulsiv noch worden, hat noch gesagt, jetzt hast du mir da alles wieder schmutzig gemacht und jetzt muss ich von vorne anfangen. Hat sich dann beruhigt und hat dann mich gebeten, ob ich ihm den Besen bringen kann, damit er wieder zusammenkehren kann. Und da hat auch die Mama gesagt, das wäre vorher nicht möglich gewesen. Er hätte da extrem reagiert und hätte sich dann auch nicht mehr einbekommen. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt einmal die Aufzeichnung beenden. Ich sage einmal Danke für eure Aufmerksamkeit und dann habt ihr noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.